Quimo hat keine Kabine, Quimo ist ferngesteuert, Quimo ist kompakt, leicht und wendig. Ja, beim Quimo gibt es keine Kabine, weil wir den Platz für die Kabine für ein verschiebbares Gegengewicht nutzen. Das sind Bewegungskanäle, die entsprechend immer frei sein müssen, sodass wir mit dem Gegengewicht auch eine kompakte und wendige Maschine darstellen können. Und wenn wir natürlich dann vorne Gewicht aufnehmen, entsprechend hier einen Bewegungskanal fürs Gegengewicht nach außen haben. Der Mechanismus da dahinter ist ein patentiertes Kuppelgetriebe, wo wir entsprechend mit wenig Zylinderhub das Gestänge des Gegengewichts so verschieben können in so einem Scherenmechanismus, dass sich das Gegengewicht nachher auch passend positionieren kann. Und da gibt es immer eine Übertragungsfunktion von Hubzylinder, der Gegengewichtszylinder, zu Position des Gegengewichtes. Die Maschine nutzt zwei Messverfahren dazu. Zum einen wird hinten am Stützrad die aufliegende Kraft gemessen. Das bedeutet, da kann ich darauf schließen, einerseits, ob das Gegengewicht entlastet ist, beziehungsweise auch durch gewisse Rückrechnungen schätzen, wie viel Last vorne aufgenommen wird. Gleichzeitig bietet die Maschine auch die Möglichkeit, dass vorne einem Bolzen die Kraft gemessen wird, die über den Arbeitsarm abgeleitet wird. In dem Fall kann man dann auch auf die aufgenommene Last schließen und das führt dann dazu, dass das Gegengewicht sich genau so platziert, dass vorne die Last ausgeglichen wird, aber die Maschine auch nicht zu lang wird, um nach wie vor die Vorteile der Wendigkeit und der kurzen Bauweise auszureizen. Nach einer Leerfahr- oder beladen fahre und ich das Gewicht, die Zuladung auf der Achse positioniere, also ziemlich nah oberhalb der Achse, bin ich einfach kurz. Vorteil, dass ich auf der Stelle drehen kann, auf der Stelle rangieren kann, dass ich kompakt bin, vor allem wenn ich dann auch leer fahre. Aber nachher fallen mir da auch noch ganz andere Möglichkeiten ein, gerade im Transport. Also ich kann die Maschine mit einem relativ kleinen Pkw-Anhänger verladen und transportieren, brauche keinen LKW. Wenn ich sie abstelle, brauche ich auch deutlich weniger Platz. Ja, und ich meine, das Platzthema wird immer wichtiger, vor allem wenn ich Bauen im Bestand betrachte.